English subtitle. Push the subtitle button. Hallo zu einer neuen Reptil-TV-Folge. Heute habe ich ein ganz besonderes Intro-Tierchen für euch. Eine Achatschnecke, der Günther. Richtig stattliches Exemplar, westafrikanische Achatschnecke. Was interessant ist, irgendwie anders wie bei den Reptilien. Es geht alles irgendwie ein bisschen langsamer. Also jetzt haben wir den erstmal einsprühen müssen und warten, bis er rauskommt. Jetzt ist er so halb, dreiviertel draußen. Dann darf ich auch nicht mich zu schnell, vielleicht nicht zu schnell bewegen, beziehungsweise nicht zu arg drücken, sonst haut er wieder ab. Aber ein richtig cooles, stattliches Teil, ne? Guckt mal das Riesending an, größer wie meine Hand. Ja, echt hübsch, mal ganz was anderes. Ich hätte jetzt eigentlich schon noch gern sein Gesicht gezeigt sozusagen, aber das kommt dann bestimmt später mal noch. Ja, heute mein Intro-Tierchen für euch, eine riesige Achatschnecke. Mein Intro-Tierchen Günther war jetzt nicht reiner Zufall als Intro-Tierchen, sondern das ist das Thema unserer heutigen Folge. Ich bin hier mit der Chris. Die Chris ist hier in München, ist die Schneckenflüsterin Deutschlands sozusagen. Bekannt so. Deswegen kommt der Günther natürlich auch gleich raus. Guck, genau, eben, das wollte ich eigentlich, das haben wir jetzt verpennt und durch mein langes Gelaber sehen wir es natürlich auch nicht richtig. Also die nimmt den Günther auf die Hand. Ne? Ich stehe hier 10 Minuten rum, habe den Günther auf der Hand und wackel immer wieder. Und jedes Mal, wenn ich wackel, macht er wieder einen Verschwinder. Und die Chris hat den 10 Sekunden auf der Hand und Günther kommt raus. Wahrscheinlich, weil er denkt, es gibt was zu futtern, oder? Nee. Ja, doch, die sind schon, also man kann die so leicht trainieren, sage ich mal, aber der ist schon konditioniert, dass er weiß, ich bin das, weil die haben Geruchszellen unten am Fuß. Und ich fütter ihn dann ab und zu mal, sehr selten, aber er weiß es auf jeden Fall, dass ich das bin. Dass du das bist. Ja. Geruchszellen am Fuß, das ist auch Also witzig unten, eigentlich. ja. Das Gegenteil wie wir Menschen, ne? Bei uns riecht es am Fuß und die riechen im Fuß, gell? Witzig. Ja, also ich habe dich jetzt nur so halber vorgestellt. Also du bist die Chris. Mein Name ist Chris, ich bin Snailfluencer und in München, genau, habe ich hier mein Slime-Site Schneckentempel. Größter Online-Shop für Schnecken, würde ich jetzt mal sagen, Deutschlands. Und ich züchte Schnecken, bin Snailfluencer, also online gebe ich Haltungstipps und so weiter. Genau, und wir haben uns vor ein paar Wochen, Monate sind es schon, gell? Da haben wir uns mal per Internet so mehr oder weniger kennengelernt, eben auch mit deinem YouTube-Channel und so weiter. Und da habe ich die Chris gefragt, oh, das muss ich unbedingt mal sehen und filmen. Und jetzt bin ich hier heute nach München gepilgert und ja, bin in deinem Schneckenreich hier und dann dürfen wir uns heute mal umschauen bei dir, oder? Ja, let's go, würde ich sagen. Let's go. Günther habt ihr jetzt schon kennengelernt. Das Ganze schön langsam, schön im Schneckentempo. Aber er genießt schon Kamera, sieht man. Ein hübscher Kerl, genau. Ja. Da wohnt der Günther zusammen mit Ahmed, Bubbles, Chantal. Das ist so Mindestmaß-Terrarium, weil wir das noch ein größeres bauen lassen, aber da wohnt er jetzt noch im Moment. Schönes Regenwald-Terrarium. Ganz wichtig ist, die Schnecke feucht zu halten. Das A und O, das wisst ihr ja bereits. Die Leute, die mir folgen, Schnecke feucht halten, Leute. Das A und O, ganz wichtig. Immer schön die Schnecken feucht halten, okay. Und guck, da sind die anderen drin, schieb mal kurz auf. Deswegen machst du immer gleich wieder zu, ne? Ja. Damit die Luftfeuchtigkeit drin bleibt. Und hier haben wir jetzt Ahmed, Chantal, die haben alle Namen bei dir, ja? Ja, also die ich, meine Schnecken sozusagen haben Namen, aber ich habe über 5000, da kann ich jetzt nicht alle Namen. Nicht alle mit Name. Nee. Okay. Eben mal noch kurz, du hast das Konditionieren noch angesprochen. Also, dich kennen sie schon, wenn du sie auf der Hand hast. Ja, das haben wir gerade gesehen, definitiv. Ne? Du hattest die auf der Hand, aber die kam raus. Die haben kein Gehirn. Aha. Also wie diese Kondition
funktioniert, kann man nicht genau sagen, aber wie gesagt, ich glaube halt, dass der nicht riechen kann wegen diesen Geruchszellen und weil ich ihm natürlich schon Essen gebe, wenn er auf meiner Hand ist. Aber Schnecken sollte man auch hauptsächlich in Ruhe lassen, also ich mache das jetzt nicht täglich oder so, sondern das ist sehr ausgewählt, wenn ich ihn raushole und vor allem habe ich halt auch so viele Schnecken, dass ich die rotieren kann. Okay. Genau. Es ist, also seit ich hier bei dir bin, da fällt mir irgendwie ein Karlauer nach dem anderen ein. Oder zum Beispiel so, die haben kein Gehirn, aber man kann sie konditionieren. Das ist schon fast wie ein politisches Statement oder so. Weißt? Also es ist einfach zu gut, echt mit den Schnecken. Das ist ein interessantes, witziges Thema. Ja, so sehen wir jetzt auch richtig die Größe. Also 800 Gramm Kampfgewicht hat der Günther hier auch. Okay. Knapp drüber 800 Gramm. Ich weiß gar nicht, hatte ich es vorher schon gesagt, Westafrika, gell? Also wissenschaftlich... Achachatina marginata orum XXL Nigeria wild ist das. Okay. Also nicht, man kennt so die Achatina aus Westafrika und jetzt heißen die nicht mehr Achatina, sondern... Nee, es gibt, also die Achatina ist die größte Landlungenschnecke der Welt. Ja. Die habe ich auch da, aber die sind bei mir noch Teenager. Die wird noch einen Ticken größer, also so ungefähr. Das hier ist die zweitgrößte Landlungenschnecke der Welt. Aber die größte ist für Anfänger sehr schwer und auch in der Haltung nicht so einfach. Deswegen Günther ist fast unverwüstlich. Okay, und wird sich von der Größe auf fast nichts schenken. Also das ist Westafrika. Also wer die Afrika-Folgen von mir kennt, irgendwann habe ich die sogar mal dort gegessen. Also jetzt wird der Günther gleich die Flügel oder die Fühler hängen lassen, wenn er das hört. Zum Glück haben die keine Ohren. Auch nicht, okay. Keine Ohren, kein Hirn, also kann jetzt erstmal nichts passieren. Gell? Okay. Aber sehr guten Schleim haben die. Okay. Also da ist Hyaluron drin, Zink und so weiter. Du meinst sehr gesund? Oder nee, also nicht zum Essen bitte. Also Leute, bitte nicht jetzt Schnecken ablecken oder so draußen, auch wenn sie lecker aussehen. Kosmetisch werden die halt auch benutzt. Okay. Also, meine jetzt nicht. Einmal übers Gesicht kriechen lassen. Genau, also das ist jetzt irgendwie der Renner. Die Falten sind weg. Okay, cool. Ja, lass uns mal noch bei dir umschauen. Ich kann euch gleich mal die teuerste Schnecke zeigen. Okay. Wollen wir Günther, kannst du ihn behalten auf der Hand? Stört er dich nicht, oder? Und dann tragen wir ihn wegen spazieren, genau. Die teuerste, die ist hier, okay. Das ist der Bert. Warum ist Bert so teuer? Weil Bert nicht so viele Eier legt natürlich. Je seltener die Art, desto teurer, wertvoller. Okay. Ich hätte jetzt so geschätzt, aber auch sehr schön. Umso größer, umso teurer wäre jetzt meine Idee gewesen. Aber... Nee, die Größe spielt dann nicht immer eine Rolle, wie wir alle wissen. Aber der Bert hat auch einen Bart. Also da sind auch ganz viele Leute wirklich auch neidisch auf den Bert. Der hat wirklich... Das ist übrigens Fred, die Assel. Die gehört auch da rein. Genau, das ist... Die Bodenpolizei im Terrarium sozusagen. Und das Haustier von Bert. Und du sagst, der Bert hat... Also nur für die Zuschauer, das unten, das ist natürlich Fressen, was er da hat, das Orangene. Ne? Ja, dass man denkt, das ist Teil der Schnecke. Jetzt kriegt er das Essen weggenommen. Und was ist der Bart jetzt dran? Also du sagst, der hat einen Bart? Ja, das sage ich, aber das sind eigentlich auch so Tastfühler. Okay, also das unten, anders aussehen. Unten drunter. Das kommt er gleich wahrscheinlich, hoffentlich. Man muss ein bisschen Zeit mitbringen, aber das macht er sich nur selber sauber. Okay. Und die Art kommt woher? Ne, hast du glaube ich noch gar nicht gesagt, gell? Südamerika. Südamerika, also jetzt gehen wir vom afrikanischen Günther nach Südamerika. Eben, die haben oben, also diese zwei, die man so kennt, die klassischen Schneckenfühler da oben, gell? Das sind die Augen, genau. Das sind die Augen. 360 Grad. Okay. Ach was, wüsste ich jetzt auch nicht. Und das unten diese... Tastfühler. Die Tastfühler, das ist der Bart, wo du gemeint hast, oder? Ja. Und mit dem tut er tasten. Und diese Augen oben dran, ich habe jetzt bei dem Günther gar nicht geguckt, das haben sie alle nur diese zwei, ne? Also wie man es in den, was weiß ich, Comicfilmen und was weiß ich was kennt, diese zwei oben raus.
Und dann haben die unten ein Maul, ne, mit dem die fressen, oder? Ja. Erkennt man das, sieht man das? Oder gibt es da sowas wie Zähne oder so? Ja, die können bis zu 30.000 Zähne auf ihrer Zunge haben. So Okay. Mini-Zähne. Ich weiß nicht, wie man es sieht. Ist schon ein bisschen versteckt. Aber Die da sieht Zähne, man den Bart aha. schön, schau. Ja, genau. Ah, ja, jetzt zeigt uns schön. Schau mal, was für ein schöner Bart. Voller Stolz. Mhm. Okay. Und das ist die teuerste, sagst du? Ja, einfach weil der halt am seltensten ist. Genau. Okay. Und wenn du jetzt teuer sagst, Ja, 60. so 60 Euro. 70, kostet- Baby. Aha, ein Baby, okay. Aber der mag es wirklich, also ganz gammelig, der Bert. Das ist schon so ein bisschen Gammler. Also Aha. je Also das- verschimmelter, desto besser. Okay. Das Obst oder das Futter da drin oder auch so der Boden selber Das meinst du, bleibt da einfach. das lässt man so. Aha. Also, jetzt vielleicht für Leute, die sich den halten, nicht so extrem, weil mich stört der Geruch nicht. Ja, Man ist es halt hier auch gewöhnt. Aber Ja. jetzt, wenn man den zu Hause hätte, würde es vielleicht im Wohnzimmer Müffel. dann, okay, wenn es da so nach muss man- Kompost riecht wie so ein Komposthaufen, dann ist Da natürlich muss nicht man ganz vielleicht perfekt. schon mal rausnehmen, aber Okay, bei uns kann der das alles verwerten. okay. Ja, dann lass uns Weiter? mal in den Zucht. Ja, dann komm mal mit in das bisschen Chaos hier, weil wir füttern, verpacken alles. Aber wie man sieht, ist auch schon wieder ein bisschen eng geworden Aha, im Schneckentempo. das expandiert alles. Wenn, Ja. im Schneckentempo, aber es expandiert, gell? Okay. Genau, jetzt habe ich hier natürlich so ein Treibhaus gekauft. Das ist mein neuer Kauf. Und da wachsen die Schnecken jetzt drin. Also da tust du im Prinzip auch züchten sozusagen, Ja. ne? Also Weil alles, ja, Entschuldigung, die, wo du verkaufst, sind alles von dir gezüchtete Schnecken, oder? Ja, Okay, also keine wilden, die ich dann weiterverkaufe, sondern ja, das sind alles Zuchtschnecken. Und genau, wie ich gesagt habe, Luftfeuchtigkeit ist sehr, sehr wichtig. Deswegen habe ich mir das Treibhaus hier gekauft. Und optimieren, immer mehr optimieren, weil Schneckenzucht ist ja jetzt nicht irgendwas, was man irgendwo lernen kann oder Kurse machen kann oder so, sondern das ist, das gibt es ja noch nicht so lange, so jetzt in dem Stil, wie ich das mache, sowieso nicht. Und deswegen muss man da wirklich, also ich optimiere ständig, probiere Boxen aus, also wie viel ich schon für Boxen ausgegeben habe, ist der Wahnsinn. Weil ich natürlich will, dass denen es gut geht, dass die gut wachsen, dass die Luftfeuchtigkeit vor allem halten. Und so sieht es aus, wenn die Luftfeuchtigkeit eben perfekt aussieht. Das ist Scheibe so immer leicht beschlagen. Ich arbeite auch nicht mit Hygrometern oder sowas, weil die oft fehlerhaft sind. Und daran ist halt immer gut zu erkennen, dass die Luftfeuchtigkeit passt. das ist Für passt. Achatschnecken. Also jetzt nicht den Fehler machen, einheimische Schnecken so zu halten, mit so einer hohen Luftfeuchtigkeit, weil es ist wirklich je nach Art unterschiedlich. Auch bei Achatschnecken gibt es über 20.000 verschiedene Arten und jeder wird immer so ein bisschen anders gehalten. Okay, und dass es dann einfach zu stickig da drin wird, das ist aber nicht der Fall. Also jetzt in der Terroristik, da wird man jetzt denken, oh, die Frischluftzufuhr ist zu schlecht oder sowas, aber nee, bei dem... Nee, es sind halt, also sind Mollusken. Natürlich verhält sich das ganz anders als Sind was? Mollusken? Mollusken. Was sind Mollusken? Die gehören zu den Muscheln, zu den Okay, Weichtieren, irgendwie Weichtieren, sowas. Okay, genau. aha. Kraken und so. Okay, dann noch kurz zur Zucht. Eben wie züchtet man Schnecken? Du hältst die zusammen. Ja, jede Art getrennt. Teilweise dann noch jede Farbe getrennt von der Art. Und zum Beispiel hier habe ich eine Lysarotina fulica Karamell drin. Aha. Wenn die Eier legen, dann schlüpfen die Babys ganz, ganz mini klein. Und dann kommen die erstmal, dann werden die abgesammelt und kommen in hier so eine Heimchenbox. Das hat auch einfach den Vorteil, dass die Luftfeuchtigkeit da perfekt gehalten wird. Weil vor allem am Anfang ist ganz wichtig, dass die gleichmäßig wachsen. Okay. Sieht man jetzt hier irgendwelche Schneckchen Die drin? schlafen Oder? halt alle wahrscheinlich gerade. Aber Schlafen. Sind Sind wieder in dem Schnecken Moos. Tag- oder nachtaktiv? Kann man da was sagen? Oder ist das ja, eher querbeet, oder? nachtaktiv, aber es gibt auch Arten, die mal am Tag eher aktiv sind. Ja, ich habe jetzt Angst, dass ich die da zerquetsche. Ja, nee, dann lass Die sind ruhig, schon wenn sehr klein. Oder zeig uns mal eine Nummer größer, wenn sie gleich ein bisschen größer sind. Hast du ja auch welche, glaube ich, gell? Dass wir uns einfach irgendwas vorstellen Die muss können. ich eigentlich wechseln.
Also eben und So, die sind jetzt ungefähr so groß, die sind aber jetzt schon ein paar Wochen alt. ja, Und die würden aber jetzt auch bald gewechselt werden in eine größere Box. okay. Aha. Die kommen dann in hier so eine Box rein. Und da wachsen die dann, bis sie stabil sind und verkauft werden können. Okay. Und es ist halt echt am Anfang ganz wichtig, dass die gleichmäßig wachsen, weil die haben dann einfach später weniger Probleme. Also, weil es gibt Schnecken, wenn die am Anfang Probleme haben mit der Luftfeuchtigkeit, bleiben die klein, Ja. wachsen nicht mehr. Dann wächst das Innere der Schnecke weiter, aber die Schale nicht, dann können die sterben. Also Okay. das ist, Ach was. quälen sich dann darum. Wissenschaft für sich. Nochmal Genau. ganz zurück auf die Zucht nochmal kurz. Ja. Sind Schnecken zweigeschlechtlich oder eingeschlechtlich? Man sagt ja eigentlich, gibt keine Männchen, Weibchen bei den Schnecken, oder? Ist das Ja, so also richtig? bei Schnecken ist es so, dass es immer alles gibt. Aha. Aber hauptsächlich sind die Zwitter. Es gibt Schnecken, die zweigeschlechtlich sind, aber das sind Meeresschnecken. Also hauptsächlich ist so eine Art von Meeresschneck. Aber hauptsächlich die meisten sind Zwitter und alle, die Okay. ich habe, sind Zwitter. Okay. Und also züchten heißt, du machst die in eine Box, fütterst die gut und wartest, dass die Eier legen. Beziehungsweise, ich glaube, es gibt auch sowas wie lebend gebärend oder sowas. Habe ich auch da, die legen keine Eier, da schlüpfen die, also die kommen aus der Schnecke schon als kleine Schnecke. Als kleine Schnecke raus, okay. Genau. Ach was, ey, das ist echt witzig. Aber sind halt, ja, ist auch eher seltener. Aha. Aber es gibt eigentlich nichts, was es nicht gibt Was bei es Schnecken. nicht gibt, Es gibt okay. eine Schnecke, die kann ihren Kopf nachwachsen lassen. Es gibt Schnecken mit einem Haus aus Metallsulfid, also Okay. aber das sind Meeresschnecken, da kenne ich mich auch nicht aus. Aha. Mit Wasserschnecken, also ich bin schon, das reicht mir schon. Du bist die Landschnecke. Ja, Ja. ja. Okay. Aber ja, die leben halt hier. Ich muss eigentlich nur schauen, dass die Luftfeuchtigkeit passt. Die Wärme passt eigentlich super in den Boxen. Ich mache da nicht extra eine Wärme dran. Bei Terrarien ist es immer ein bisschen schwieriger, weil die halt die Luftfeuchtigkeit oft nicht so gut halten. Da muss man dann schauen, dass die zu sind und so. Ja. Ähm, Genau, du hast Genau. da auch die Reptiso-Terrarien, gell, Ja. habe ich gesehen. Und dann machst du aber die Lüftungen, klebst du zu 80, 90, 100% zu. Ja, das ist halt, wie gesagt, auch je nach Art immer ein bisschen Unterschied. Also Aha. der Bär zum Beispiel, der braucht nicht so viel Der Luftfeuchtigkeit. Südamerikaner, genau, Der okay. braucht nicht so viel Luftfeuchtigkeit. Aha, Und aber Günther und Ahmed, also die Westafrikaner, die brauchen schon richtig. Die wollen's. Ja. kommt, oder Da mache ich alles zu, bis auf dieser vordere Schlitz bei den Scheiben. bei der Schiebescheibe Ja, und genau. alles andere zu. Ja. Okay. Das ist dann die perfekte Luftfeuchtigkeit. Für diese Art, wohlgemerkt nur. Ja, dann gucken wir die Einheimischen an. Ohne Chris, das- du hast sind es alles Achatschnecken, die du hast? Nee, du hast auch andere. Aber das, was wir jetzt gesehen haben, waren alles Achat, also in die Gattung der Achatschnecken, gell? Nee, Bert nicht. Ah, genau, richtig. Das Bert sieht keiner. Also Amerikaner war. Achatschnecken beschränkt sich auf Afrika. Ja, genau, Alles, was richtig. außerhalb ist. Okay. Dann du hast viele Achat, aber andere, gell? Lass mich nur das UFO angucken. UFO 361. UFO 361, okay. Der ist ein bisschen schüchtern, aber auch eine sehr schöne Schnecke. Ja, schön ist natürlich. Ach, guck, da Körper hängt zu er am sehen, Deckel, aber- oder? Oder nicht? Ah ja, da ist er. Sehr gut. Guck, den sehen wir ja. Guck mal, der hat... Ja, wenn ich ihn jetzt hochnehmen würde, würde er sich auf jeden Fall Nee, einziehen. Aber so ist ja wunderschön. Da könnt ihr ihn machen. Der wird auch noch größer, der ist jetzt noch nicht ganz ausgewachsen. Der wird schon so Handflächen groß. Okay. Ist auch eine sehr schöne Art. Ist ein bisschen, also die sind eher schüchtern, jetzt nicht wie der Günther, der auch mal an der Hand rauskommt. Also da Ja. kann man vergessen. Merkst da tatsächlich Unterschiede, ja? Merkst echt Unterschiede, ja? Welche, Ja. die sich viel schneller Ja. einziehen. Nee, also Und von UFO 361, weil er einfach den flachen scheibenförmigen Körper hat. Ne? Also das ist den Namen haben meine Follower ihm gegeben, meine Zuschauer. Das ist jetzt Okay. nicht sein. ist nicht seiner und nicht deine wissenschaftlicher Idee. Name. Okay. Aber schau, der ist ganz neugierig. Aha. Beobachtet er Der dich. weiß, dass die Kamera da ist. Und was du sagst, Kuba kommen die her, ja? Mhm. Kubanische. Okay, cool. Und die sind auch keine Achatschnecken, aber sind eigentlich auch relativ einfach zu halten, klettern gerne. Sind aber wirklich, also die würde ich jetzt reine Beobachtungstiere, also Aha. die würde ich jetzt auch nicht auf die Hand nehmen. Vielleicht so der Schneckeneinsteiger, der lieber was anfassen will, dann doch eher bei den Achat bleiben oder so.
Ja, bei den Achat ist halt echt das mit der Luftfeuchtigkeit immer ein bisschen schwierig für die Leute. Habe ich gemerkt. Okay. Und vor allem, es gibt ja Arten, die legen bis zu 500 Eier jede Woche. Und es gibt viele Leute, die haben Probleme, die zu frosten oder zu crushen, die Eier. Und dann haben die da irgendwie jede Woche 500 Baby-Achatschnecken. Das kann ja niemand. Überproduktion dann. Ja, okay, ja. okay. Also das liegt immer schon so ein bisschen an der Person selber, welche Schnecke zu ihr am besten passt. Anders kann man das eigentlich nicht sagen. Okay, ja, Für jeden, für jeden seine Menschen, Schnecke, genau, seine eigene gibt's Schnecke. Seine Schnecke. Okay. Das war jetzt eigentlich das perfekte Schlusswort. Ne? Jedem Menschen seine eigene Schnecke. Ja, war super interessant, Chris. Herzlichen Dank. Die Leute finden dich im Netz auf Slimeside.de ist mein Shop und YouTube auch Slimeside. Slimeside. Also müsst ihr mal reinschauen. Eben so habe ich die Chris auch gefunden. Ich finde es cool. Ich finde es, also einerseits ist es lustig in Anführungsstrichen oder es ist ja, einfach interessant, unterhaltsam, sagen wir so. Aber es ist auch ist terroristisch, ne? Also keine Reptilien, sondern Schnecken, aber es ist definitiv terroristisch. Hat mir super gefallen bei dir. Herzlichen Dank. Und in dem Fall nicht check my balls, sondern check the snails in dem Fall. Ne? Und die Schnecke feucht halten, Leute, nicht vergessen. Ganz wichtig. Immer schön feucht halten, genau.